Was ist das? Das ist ein Stargazer. Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung des englischen Stargrave-Regelbuchs und jedem anderen Sci-Fi-Spielsystem wie zum Beispiel Warhammer 40k geht's in den folgenden Minuten um den Bau eines Portals. Und wer mag, kann so ein Portal natürlich auch für Fantasy-Spiele einsetzen oder historisch unkorrekte Schlachten. Da sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Sie haben 7 Minuten. Alles, was ihr neben den üblichen Bastelutensilien braucht, ist etwas Hartschaum und einen Proxxon Thermocut mit einer Führungsschiene und einer Kreisführung. Wer dazu mehr Infos oder Alternativen möchte, kann gerne auf das oben verlinkte Video klicken. Schneidet zunächst 3 flache Quader zu. Einen von mindestens 14 x 14 cm Grundfläche und 2 cm Höhe, einen weiteren von etwa 13 x 13 cm Fläche und 1,5 cm Höhe und einen dritten von rund 10 x 10 cm Fläche und mindestens 2 bis 3 cm Höhe. Machen wir direkt mit diesem dritten Quader weiter, dem kleinsten. Stellt an eurer Kreisführung einen Durchmesser von 10 cm ein, um den Quader in einen Zylinder zu verwandeln. Schneidet danach von der Oberseite eine 0,5 cm dünne Scheibe ab. Nun wird die Kreisführung auf einen 9 cm Durchmesser eingestellt und der Zylinder verkleinert. Abschließend wird von der Oberseite wieder eine 0,5 cm dünne Scheibe abgeschnitten. Übereinander geklebt habt ihr nun schon ein rundes Stufenpodest für euer Portal. Jetzt wird's ein klein wenig komplexer, denn es müssen diese abgebildeten Bauteile angefertigt werden. Aber keine Angst, wir machen das alles Schritt für Schritt. Schnappt euch die große und 2 cm dicke Platte, markiert den Mittelpunkt und unterteilt von dort aus die Fläche in 16 Segmente. Das geht am einfachsten mit einem Geodreieck, indem ihr zuerst von einer geraden Linie eine weitere Linie im 90°-Winkel durch den Mittelpunkt zeichnet, um danach Linien im 45°-Winkel dazwischen einzuzeichnen. Abschließend werden mittig dazwischen weitere Linien eingezeichnet, rein rechnerisch im 22,5°-Winkel, aber 22 Grad sind auch okay. Alle Linien sollten vom Mittelpunkt aus gesehen mindestens 7 cm lang sein. Stellt die Kreisführung auf einen Durchmesser von 14 cm ein, setzt die Platte genau auf den Mittelpunkt auf und schneidet einen Zylinder zu. Es macht übrigens nichts, wenn der Zylinder wie hier nicht ganz rund wird. Viel wichtiger ist, dass ihr eine Hälfte vom Schnittrest aufhebt. Reduziert den Durchmesser der Kreisführung nun auf 8 cm und setzt euren Zylinder wieder drauf. Wählt als Einschnittpunkt gerne eine unschöne Ecke, um zunächst 3 cm tief in den Zylinder einzuschneiden und ihn dann nicht voll, sondern nur etwa zu 3/4 zu drehen. So bekommt ihr einen Dreiviertelring, auf dessen Unterseite die eben eingezeichnete Unterteilung zu sehen ist. Das Reststück bleibt auf der Kreisführung. Stellt einen Durchmesser ein, der etwa 2 bis 3 mm kleiner als der äußere Durchmesser ist und schneidet das Bauteil ab. Stellt danach einen Durchmesser ein, der etwa 2 bis 3 mm größer als der innere Durchmesser ist. Danach habt ihr einen 1/4 Ring, der etwas kleiner als der 3/4 Ring ist. Nehmt nun den halben Schnittrest von vorhin als Führung, um von dem 3/4 Ring einzelne Segmente entlang der Markierung abzuschneiden. Für ein Portal braucht ihr 4 Stück, ihr habt also mehr als genug und könnt sogar 2 Portale bauen. Auch von dem kleinen 1/4 Ring werden nun Segmente abgeschnitten. Pro Portal braucht ihr ein Segment, ich nenne es nachfolgend Minisegment. Stellt nun eine Schnittbreite von 2 bis 3 mm ein, bzw. möglichst genau das Maß, das ihr vorhin bei der Kreisführung gewählt hattet. Schneidet die beiden langen Seiten des Minisegments jeweils um dieses Maß ab. Euer Minisegment ist nun an allen Seiten kleiner als die Segmente vom 3/4 Ring. Dreht das Minisegment abschließend mit seiner großen Fläche in Richtung Draht und schneidet etwa 2 mm dünne Platten ab. Pro Portal braucht ihr 8 Stück. Jetzt kommt die noch verbleibende Platte von 1,5 cm Höhe dran. Auch hier wird zunächst wieder der Mittelpunkt eingezeichnet, um die Fläche dann in 8 Bereiche zu unterteilen. Also nicht 16 wie vorhin, sondern nur 8.
Stellt als nächstes die Kreisführung auf einen 12 cm Durchmesser ein, um nach einer Umdrehung einen Zylinder zu erhalten. Hebt den Schnittrest auf und reduziert den Durchmesser der Kreisführung auf 9 cm. Nach einer weiteren Umdrehung habt ihr einen Ring von 1,5 cm Dicke und Höhe. Schneidet von diesem Ring dann 5 längliche Segmente für euer Portal ab. Für die allerletzten Bauteile schnappt ihr euch nun einen möglichst langen Schnittrest und schneidet ihn auf 1 cm Breite zu. Danach werden davon einige 2 mm dünne Streifen abgeschnitten. Und das war's auch schon. Alle Bauteile für ein Portal sind nun fertig zugeschnitten. Wer mag, kann nun die dünnen Platten mit Sci-Fi-Symbolen strukturieren, zum Beispiel mit einem Bleistift. Ich nehme dafür aber ein paar Reste aus einem MDF-Gussrahmen von einem Cromlech-Gebäude für Frostgrave. Das waren übrigens mal Mauerfugen, jetzt sind es Alien-Runen. Einfach auflegen und gleichmäßig eindrücken, fertig! Danach werden die 8 strukturierten Platten mittig und beidseitig auf die 4 dicken Segmente aufgeklebt. Schnappt euch nun die länglichen Ringsegmente und klebt auf der Innen- und Außenseite die 2 mm dünnen Streifen auf. Das geht mit Holzleim und Stecknadeln, ist aber etwas mühselig, zumal ihr die Nadel nur seitlich hineinstecken solltet, um keine Spuren zu hinterlassen. Einfacher ist das mit Heißkleber, sofern ihr den Leim immer vorsichtig dosiert. Ist alles erledigt, überlegt euch, wo die Ringstücke an die dickeren Segmente anstoßen sollen. Entscheidet euch für eine Position und zeichnet zur besseren Orientierung auf allen Segmenten entsprechende Hilfslinien ein. Jetzt werden die 5 Ringe und die 4 dicken Segmente zusammengeklebt. Auch hier geht's mit Heißkleber etwas besser, denn so könnt ihr immer zügig weiter basteln. Danach ist es auch schon fast geschafft. Legt das Ringbauteil nur noch einmal auf euren Heißdrahtschneider, um eine Standfläche abzuschneiden. Wählt dafür eine entsprechende Schnittbreite, um die beiden Ringsegmente oberhalb ihrer Endkanten abzuschneiden. Danach den Ring auf das Stufenpodest aufkleben und schon wäre auch dieses Portal bemalbereit. Das zeige ich euch übrigens in 2 Varianten. Einmal ganz klassisch mit einem einfachen Leuchteffekt und dann noch etwas aufwendiger und düsterer als Alien Sci-Fi Version. Freut euch also auf das Bemal Double Feature im 2. Teil. Somit sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.